Wir sind heute hier im Berlin Strength Studio. Wir werden heute ein bisschen was von Powerliftern lernen. Hi. Wollten wir heute dann mit Thomas zusammen Kniebeugen, Kreuzheben, ein bisschen Bankdrücken machen. Dass er uns das auch glaubt, dass die Technik nicht unter dem Gewicht leiden muss, zeigt uns Romano jetzt mal mit 200 Kilo ein paar schön saubere tiefe Kniebeugen. Hier. Und jetzt komm, auf! Hey, Felix Valentino und Harry hier. Genau, wir sind heute hier im Berlin Strength Studio. Wir werden heute ein bisschen was von Powerliftern lernen. Wir sind ja eher so die Jungs, die ein bisschen darauf achten, dass der Körper gut aussieht und auch auf die Äußerlichkeiten. Und heute geht es nur um Kraft und Performance. Und die Jungs werden uns ein bisschen was zeigen. Schauen wir uns das mal an. Genau. Hey Jungs. Na? Hey, hi. Hi, grüß dich. Fit? Jo. Alles bestens. Hi. Felix. Los. Ja, machen wir uns ein bisschen warm, oder? Ja, heute stehen Grundübungen auf dem Programm, habe ich gehört. Ja. Wollten wir heute dann mit Thomas zusammen Kniebeugen, Kreuzheben, ein bisschen Bankdrücken machen und dann einfach mal gucken, was heute so geht. Sehr schön. Ja? Coole Sache. Okay, wollen wir uns dann aufteilen? Also ich mache jetzt Kniebeugen und Thomas macht heute Bankdrücken und Kreuzheben. Okay, dann, wie willst du es, Felix? Was willst du zuerst machen? Ja, ich starte mit an, ist kein Problem. Dann würde ich sagen, fange ich mit Kniebeugen an und du machst Bankdrücken hier, Kreuzheben. Super. Ja, ich bin gespannt, wie das Training heute läuft. Wir haben uns ja heute mit Thomas zusammen und den anderen beiden die Grundübung vorgenommen, also Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Und haben wir heute uns auf 3er-Wiederholungen und 4er-Wiederholungen entschieden. Und müssen wir mal gucken, dass wir mit den beiden ein bisschen auf die Technik gucken und dann gucken, dass wir mit den Lasten hochkommen. Ich denke mal, die Grundübung machen sie auch so schon im Bodybuilding-Training. Das hat auch mit inbegriffen, das hat auch die Grundbasis. Und dass wir damit dann versuchen, heute zum einfach in Wiederholungsbereichen zu arbeiten. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen was von der Technik mitnehmen können, weil die Bodybuilder ja einfach ein anderes Ziel haben. Die haben ja mehr den optischen Hintergrund, die wollen mehr Muskelmasse aufbauen und die Powerlifter, die wollen einfach mehr Kraft entwickeln. Wie Harry gerade auch schon gesagt hat, es ist natürlich echt immer so, dass man Bodybuilder unterstellt, es geht nur um die Optik. Also mir selber ist mir wichtig, einen ästhetischen Körper, aber auch einen athletischen Körper aufzubauen. Und zur Athletik gehört natürlich auch Kraft, Ausdauer und heute kümmern wir uns um die Kraft. Wie man sieht, kräftig sind sie, Muskulatur haben sie und wir wollen noch mal gucken, ob wir durch ein, zwei technische Tipps und Tricks vielleicht auch die Kraft rausholen, die eigentlich drin ist. Gerade meinen Aufwärmsatz gemacht mit 60 Kilo. Hat der Romano gleich gefragt, ob es von der Ausführung her passt. Ich trainiere ja auch schon seit 6 Jahren, man könnte meinen. Habt die Ausführung schon drauf. Aber der Romano hat gleich mal einen kleinen Fehler gefunden. Den erklärt uns das mal kurz. Also ich fand erstmal super, dass die Kniebeuge-Tiefe erstmal richtig gut war. Und so. Das Problem war vielleicht hinten, dass, also wenn du unter 90 Grad sinkst, dass hinten der Po vielleicht ein bisschen zu weit abgesinkt ist. Und hat jeder so ein bisschen Probleme mit schweren Lasten, aber das wird vielleicht so einen Tick mit rauskriegen, dass du die Zehenspitzen ein bisschen weiter draußen, die Knie in die gleiche Richtung und das Gefühl hast, dass du in die Körpermitte sinkst. Okay. Weißt du? Dass du hinten also praktisch mit Spannung mehr reingehst. Okay. Aber sonst war super, hast schön geatmet, hast schön mit dem Oberkörper gerade geblieben. Okay. Und tiefer auch super. Okay. Müssen wir nur an dem Punkt noch ein bisschen atmen. Okay. Das probieren wir dann gleich. Zum anderen, wenn du die Daumen nicht drum hast, Ja, die Hände schon, ich mache auch beides. dann knickst du automatisch ab mit den Händen. Okay. Und es ist ganz wichtig, dass die Handgelenke halbwegs gerade sind, deswegen muss der Daumen rum. Thomas hat mir es eben gerade noch gesagt, auf jeden Fall die Daumen auf die gleiche Seite, auf die andere Seite wie die Finger, also nicht diesen Affengriff oder den Suicide Grip, sondern hier schön außenrum, damit keine Unfälle passieren. Er meinte auch, das darf man überhaupt nicht in seiner Sportart. Und es ist wichtig, damit ihr die Handgelenke gerade habt und nicht umknickt. Ist eine interessante Information. Und ist auch eine interessante Feststellung jetzt so, weil es gibt immer verschiedene Methoden. Zum Beispiel gerade in der Trainingsserie mit Steve Cook hat Steve uns oft gesagt, macht den Affengriff, da könnt ihr die Belastung ein bisschen weg vom Trizeps nehmen, mehr auf die Brust verlagern. Sieht man mal, es gibt immer mehrere Ansichten und so und hat alles seine Berechtigung und heute machen wir es mal mit einem klassischen Griff. Ja, hat er recht.
Nee, das ist Ja, cool. Okay. Du kannst dadurch deutlich mehr Trizeps bringen, aber kommst also Punkt nicht so. Was Verletzungen hast, gerade Bandscheibenvorfälle. Ja, sah schon ein Tick besser aus. Die Wölfe immer noch so ein bisschen drin. Haben wir viele, also ich habe das ja auch so ganz leicht. Aber dass wir da einfach sehen, dass wir Stück für Stück so ein bisschen gerade kriegen. Was verbessert das Ganze, wenn ich die Bäume raus habe? Ist da dann die Belastung auf dem Unterrücken kleiner? Oder? Ja, weil das Problem ist, du bist ja in der Bogenstange drin und wenn du jetzt im Wissen unter 90 Grad bist, dann machst du die Wirkung nach außen, weißt du? Also die hat jeder irgendwo, aber zu krass soll das dann auch nicht sein. Für die Wirbelbelastung. Achso, was dir vorhin noch schnell aufgefallen ist, bei dir mit den Füßen, dass du teilweise, wenn du gebeugt hast, bist du vorne so ein bisschen hochgekommen, weißt du? Dass du mal die Belastung ein bisschen rechts hattest, ein bisschen weiter links, dass wir da gucken, dass wirklich du mit den Füßen fest bist, dass hier nichts rumwackelt. Am besten, wir holen dir nachher noch Kniebeugeschuhe. Ja, das sind natürlich keine Schuhe zum Beugen, das stimmt allerdings. Ich habe gehört, man soll die Belastung immer mehr auf den Fersen haben. Deswegen habe ich auch vorne wahrscheinlich die Fußspitze ein bisschen gehoben. Genau. Aber man sollte trotzdem die Fußspitze immer am Boden lassen. Ja, auf jeden Fall. Also mit der Belastung zum Schwerpunkt steht schon, aber du sollst trotzdem den ganzen Fuß in den Boden, also dass du wirklich fast richtig reinknallt, kann man auch ein bisschen sehen, dass sich hier wirklich nichts bewegt, nichts abhackt. Und du halt stabil bist. Ja. Dauert natürlich lange, bis man richtig perfekt eine Brücke bauen kann. Hat auch jeder für seine Einweisung. Ich gebe dir jetzt mal ein paar grobe Tipps. Also wichtig zuerst, wenn du sitzt, ne, dass du deine Hacken leicht hinter den Knien abstellst. Und dann wirklich mit den Zehenspitzen vorne in deine Schuhe gehst, um die Füße so richtig schön in den Boden eingraben zu können. Ja, aufsetzen, ein bisschen vorschieben. Wichtig ist, dass du die Schultern runter nimmst und nach vorne. Wenn du die Stange greifst, die ganze Zeit die Spannung halten, du wirst merken, das ist schon fast eine Ganzkörperübung. Okay. Darum ist es auch gut, dass dir dann jemand raushilft, oder? Damit du die Belastung nicht hinten, ja, auf jeden Fall. Wichtig, wenn du die Stange nimmst, bau schon Druck auf im Latt, als wenn du die Stange zu dir nach vorne verbiegen willst. Okay. Und dann mit dem Druck auf die Brust und dann aus dem Latt raus nach oben explodieren. Wichtig ist, die Brücke fällt nicht ein, du siehst, der Oberkörper bewegt sich gar nicht. Du hast die ganze Zeit die Spannung. So, jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, was ist eigentlich der Sinn von dieser Brücke? Ich habe das gerade mit Thomas ein bisschen geklärt und das ist ganz interessant. Und zwar, ich dachte eigentlich, der Hauptgrund wäre, dass da nur Spannung drauf ist, dass man da explosiv rausdrücken kann. Aber das hat noch einen ganz einfachen Grund, der liegt auch relativ nahe. Thomas, erzähl mal noch mal kurz. Ja, man verkürzt natürlich den Weg extrem. Wenn man guckt von der Seite, allein durch das Zurücknehmen der Schulter und Rausdrücken der Brust, wir haben es mal bei mir gemessen, da sind es 15 bis 18 Zentimeter. Es gibt Athleten, je nachdem, was die für einen Brustkorb haben, die holen da mehr raus. Und du kennst sicherlich, gerade beim schweren Bankdrücken, wenn man scheitert, dann ist es in dem Moment, wo das Gewicht auf der Brust liegt. Weil da, ja, einfach ist man von der Physik her da am schwächsten. Und in dem Punkt kommst du gar nicht erst, wenn du eine vernünftige Brücke baust. Einfach den Weg verkürzen, muss man nicht den ganzen Weg drücken und schafft mehr Gewicht natürlich. Dass man uns das auch glaubt, dass die Technik nicht unter dem Gewicht leiden muss, zeigt uns Romano jetzt mal mit 200 Kilo sind es, ja, mit 200 Kilo ein paar schön saubere tiefe Kniebeugen. Ich dachte, ich bin eine Frau. Komm mal rein. War gut. Ich weiß nicht, ob ich lernen habe. Ja, Jungs, habt ihr gesehen? So kann es aussehen. Ja, jetzt geht's ran. Jetzt wird's ernst. Ja, jetzt nach dem Techniktraining haben auch wir die Gewichte ein bisschen erhöht, um zu gucken, ob er die Brücke eben auch unter Gewicht hält. Hier. Genau, richtig hoch, drück rein, dann gehe ich runter, Hacken nach unten, guter Griff, Stange biegen, Schulter runter und raus. Hacken runter. Ja. Hier ist der Punkt, komm.
Aber du hast jetzt natürlich deine Beine ein bisschen außer Acht gelassen. Hacken auf dem Boden lassen und vor allem das Gesäß bleibt auf der Bank. Ja, da bin ich ja gespannt. Gerade bei einer Kreuzrichtung haben viele, wenn die das noch nicht kennen, so ein bisschen auch die Probleme runterzukommen. Also wirklich in die Tiefe zu kommen. Okay. Aber gewöhnen wir uns. Aber passieren kann nichts. Nee, bist halt schön stabil, weißt Okay. du? Aber wirst du halt merken, dass du beim Runtergehen ein bisschen anderes Gefühl hast. Okay. Let's do it. Mit die Stuhl. Schön atmen. Runter geht's. Schön einfallen. Hoch. Und im unteren Bein richtig reinfallen lassen. Vertrau die Bandage. Schön rausfingern. Schön atmen. Schön Luft rein. Tut es gut, Harry? Richtig reinfallen lassen, komm. Und vom Gefühl schon ein bisschen was anderes. Ja, dann. Los geht's. Und raus. Perfekt. Schön ausatmen. Und raus. Ausatmen. Thomas, komm. Schaffst du locker. Schön sauber. Berühren und aus Tritt raus. Raus. Nach oben. Komm. Ich fass. Wir sind mit Kniebeugen und mit Bankdrücken durch. Konnten von den Jungs auf jeden Fall schon eine Menge lernen, was die Technik angeht. Und jetzt geht's dann weiter mit Kreuzheben. Thomas hebt Sumo. Sumo-Kreuzheben. Genau. Ich werde klassisch heben. Heute ein bisschen leicht. Ich habe Sonntag Wettkampf. Gibt jetzt zwei verschiedene Stile. Einmal klassisch, einmal Sumo. Romano zeigt euch gleich den klassischen Stil. Da ist im Vergleich zum Sumo-Stil wird da ein bisschen mehr der Fokus auf den unteren Rücken gelegt und nicht so sehr auf die Beine. Ja, im Vergleich dazu muss man beim Sumo eben sehr flexibel in der Hüfte sein. Da kann man mehr Kraft aus den Beinen mitnehmen. Je nach Körperproportionen, für den einen läuft das, für den anderen läuft das besser. Ist im Wettkampf gleichzeitig beides zugelassen. Gut. Okay. Wie gesagt, ich mache dir mit 200, vielleicht 3er oder 5er. Ich habe Sonntag Wettkampf, deswegen will ich heute ein bisschen entspannter heben. Und mal gucken. Wir wollen auch mal entspannt heben. Ihr habt gesehen, Romano hat noch probiert, jedes Mal ein kleines bisschen Vorspannung mit rein zusammen. Ne? Kreuzheben im Englischen Deadlift heißt ja Deadlift, wenn man aus dem toten Punkt hebt, eben ohne Vorspannung. Dieses Anwippen von Romano zeigt eben, dass man noch ein kleines bisschen Vorspannung mit reinnehmen kann, um dann explosiv unten hochzukommen. Ansonsten Oberkörper schön gerade, super gemacht. So, Thomas. Du bist jetzt dran. Also Thomas macht jetzt Kreuzheben im Sumo-Stil. Werdet ihr den Unterschied sehen, er steht wesentlich breiter. Ist mit dem Oberkörper auch schön aufrecht. Aber ihm, also bei der Variante, kommt die Power noch einen Tick mehr aus dem Bein. Weil er startet schon in der Position und hat fast hier, dass hier die gesamte Power aus dem Bein, aus dem Hüftbereich kommt. Und er hat jetzt 230 drauf. Und als Maxlast will er heute 250. Bin selber gespannt, aber die anderen kamen ganz locker. Also wird das schaffen. Und ja, los geht's, Thomas. Schön atmen und drohen. Schön ausatmen. Jetzt geht's los. Jetzt bist du drin. Genau. Ja, nicht lecken, Ja, auf jeden Fall beeindruckend, so ein hohes Gewicht. Sauber. Also war schön stabil. Man hat bei Thomas immer gesehen, dass bei der Startwiederholung immer recht langsam, aber wenn er erstmal oben ist, dann ist so der Tick, alles klar, jetzt geht's los und dann kommen die Rest der Wiederholung ganz von alleine. Ja, jetzt probiere ich eben noch zu 50 zu machen. Schauen wir mal.
Gefällt mir nicht gut von der Technik her. Man sieht, dass du die klassische Variante öfters machst. Okay. Und da gibt es gar nicht mehr so viel zu meckern. Okay. Chill. Lenkrad. Schienbeine schön gerade. Oberkörper auf. Greif noch ein bisschen breiter und drück die Brust mehr raus. Schulterblätter zusammen, Oberkörper aufrechter. Knie zurück. Ja, deutlich besser. Sah gut aus. Er hat das gemacht, worauf es ankommt, hat den Oberkörper schön probiert rauszudrücken und die Schienbeine sind wirklich sehr, sehr gerade beim Sumo-Kreuzheben. Das war gut. Ja, wie gesagt, Sumo-Kreuzheben ist nicht so meine Spezialität. Mache ich in meinem Training jetzt nicht so oft, aber kriegen wir hin. Gehen wir auf 110. Genau. Ich sag, bei dir fand ich super, du warst schon aufrecht, hast die Mühe gegeben, die Schulterblätter beide lassen, also beim nach oben ziehen, nach hinten zu ziehen. Und ja, warst schön mit dem Blick nach oben. Okay. Ja, was ich persönlich ganz gut finde, dass du den Blick, also gerade wenn du nach oben gehst, wie gesagt, nach oben hast, gibt es wieder verschiedene Meinungen. Also manche sagen, du sollst die verlängerte Wirbelsäule, also mit dem Kopf so bleiben. Ich bin auch der Meinung für mich selber, dass ich, also dass mein Kopf die Steuerfunktion ist und da, wo ich hingucke, da geht mein Körper auch hin, weißt du? Das habe ich auch so gelernt. Wo viele jetzt sagen, dann ist die Belastung auf dem Halswirbel so groß, aber ich sehe das so, dass du die Belastung ja mit der Schulter nach hinten ziehst und nicht mit dem Kopf nach hinten reißt, weißt du? Solange du also hier unter Spannung bist und der Schulter, also die Schulter der Startpunkt ist, sehe ich da keine Probleme. Okay. Ganz kleine Anmerkung hätte ich noch. Achte darauf, dass du die Arme auf jeden Fall gestreckt lässt. Nicht probieren zu curlen. Okay, habe ich die ein bisschen angewinkelt? Ja, die sind gerade wo es schwer, wo du probiert, die ein bisschen anzuwinkeln. Okay. Das ist ein Gewicht, mit dem du keinen Curl schaffst. Eine der häufigsten Verletzungen beim Kreuzheben ist wirklich tatsächlich ein Bizepsabriss. Ja. Und deswegen darauf achten, wirklich gerade lassen die Arme. Okay. Dann sieht man, wer ein Kreuzchen macht. Nee, ansonsten finde ich ganz gut bei dir, dass du hier, also hier nicht zuerst mit dem Po kommst, weißt du, und dann der Last rausgehst. Vielleicht so, wenn man in diese Powerlifting-Schiene und ein bisschen mehr lassen, dann würde ich sogar noch ein bisschen mehr versuchen, noch ein bisschen mehr mit Beinbeteiligung. Okay. Dass du noch einen Tick weiter reinsinkst und die Power, also unten die Spannung noch mehr aus dem Bein rausholst. Okay. So, jetzt gehen wir mit dem Gewicht ein bisschen hoch. Ich habe jetzt aber nicht den Anspruch, so Maximalgewicht oder so, sondern wir haben jetzt heute viel auf Technik trainiert. Also ich bin jetzt auch nicht richtig so 100% warm oder so voll drin, sondern es geht heute ausschließlich um die Technik. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen schwerer zu gehen. Ein bisschen näher am Körper ziehen. Schön atmen. Nicht so weit nach vorne ziehen lassen. Korrigier unten die Haltung. Stopp. Die Schienbeine bleiben gerade. In dem Moment, wo du anfängst zu ziehen, sind die Schienbeine gerade. Schön Spannung aufmachen. Konzentrieren, los geht's. Schnurr, du willst nach oben. Nach oben, komm. Kennt jeder. So ein bisschen, wenn der Kopf nicht stimmt, dass man reingeht, schafft es einfach nicht. Aber wir haben schon öfters gesehen, dass du dich dann kurz konzentrieren musst, gehst ran und schaffst es. Wird auch. Und nach oben. Komm. Nach oben. Geh doch, nach oben. Was? Kleiner Tick noch. Atmen. Also ich meine, die Regel hat Katsui getroffen, oder? Los, Thomas, nochmal schön konzentrieren und dann schaffst du die 250. Komm, die hast du auf dem Wettkampf schon öfters gehoben. Komm, los geht's. Schön einatmen, Grundspannung. Komm, kämpfen, komm! Und jetzt komm! Auf!
Thomas, komm! Es gibt Tage, da klappt's. Es gibt Tage, da klappt's einfach nicht. Das ist halt so. Es kann ein kleiner Faktor sein. Es kann einfach zu wenig Schlaf sein oder einfach zu wenig gegessen und dann klappt's einfach nicht. Thomas, mach den Kopf, nächstes Mal schaffst du es. Machst du heute Abend nochmal Training, wa? Ich wette, das schafft das. Wenn die Kamera nicht dabei ist, wird er dir 3 Stück machen. 3 Stück. Ja, wie gesagt, hoffe ich, dass jeder heute was mitnehmen konnte. War mal ganz cool, so die Unterschiede auch zu sehen, also zwischen Bodybuilding und Powerlifting. War ja vielleicht für uns auch ein paar Sachen dabei, wo man sagt, okay, da sind doch die Unterschiede. Ich kann mich Romano nur anschließen, haben sich wacker geschlagen, die Jungs. Die Grundkraft war da. Durch verschiedene Techniktraining kann man das sicherlich noch verbessern. Und ich hoffe, den Jungs hat es gefallen und uns zeigen sie dann mal als Bodybuilder ein paar Posen für den Strand. Männer, vielen Dank fürs Training. Geil. Ja, gerne. Komm auf jeden Fall was mitnehmen. Danke dir auf jeden Fall. Schön durchgezogen. War cool. War eine geile Sache. Power gehabt. Ja, auf jeden Fall war cool. Man konnte auf jeden Fall eine Menge mitnehmen, was Technik angeht und so weiter und so fort. Man konnte ein bisschen was dazulernen. Ja, genau. Und jetzt kommt ihr uns mal besuchen, bei uns im Gym. Machen ein paar Supersätze, mal was Neues für euch und dann können wir ein bisschen austauschen. Richtig. Mal was Neues. Mal gucken, ob wir da mithalten können. Oder wie sieht es mit CrossFit aus? Habt ihr schon mal CrossFit gemacht? Ich eher weniger, du, Thomas? Selten als Unterstützung. Selten. Ja. Okay. Können wir Machen wir alles zusammen, was wir nicht kennen, weißt du?